Hallo, mein lieber Steinbock und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Steinbock, wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an mit deinem Hauptthema, mit deiner Herausforderung. Das heißt, welche Herausforderungen könnten dir begegnen im Monat Mai? Und sonst allgemein noch, was ist wichtig für dich zu wissen? Lieber Steinbock, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Informationen zu den einzelnen Karten findest du unten in der Infobox. Lieber Steinbock, dein Mai 2025. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Lieber Steinbock, die Liebe zählt und verlagere deine Energie. Ich sehe hier ganz klar, dass die Karte dich dazu ermutigen möchte oder dass du daran mehr an die Liebe glauben darfst oder einfach auf den Herzensweg vertrauen darfst. Der Herzensweg, das ist entscheidend. Nicht der Applaus von außen, sondern diese innere Zufriedenheit. Ich weiß auch nicht warum, ich muss jetzt irgendwie an das Jahr 2023 denken. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Jahr 2023 und der Mai jetzt, irgendetwas, da ist was. Ich weiß nicht, ob etwas im 2023 gestartet hat, begonnen hat und jetzt vielleicht im Mai 2025 sich nochmals zeigt oder das nochmals Thema wird, irgendwie habe ich das Gefühl, im 23 war irgendetwas, was jetzt für den Mai wichtig ist. Nicht bei allen, nimm nur das an, was zu dir gehört. Ansonsten sehe ich hier wirklich große Chance auch für Liebe, falls du das Thema Liebe hast. Aber du musst auch an die Liebe glauben. Ganz wichtig, sonst wird es schwierig, wenn du nicht an die Liebe glaubst. Die Karte möchte auch, dass du deine Energie so ein bisschen mehr verteilst, also nicht nur stur auf einer Lebensbühne tanzt. Oder wir haben ja mehrere Lebensbühnen. Wir haben die Lebensbühne der Gesundheit, der Liebe, der Karriere und Familie und so weiter. Und du darfst deine Energie ein bisschen mehr verteilen. Also nicht nur stur Liebe, 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 Liebe klammern und auch nicht stur an Geld, 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 Geld klammern. Also verteil da ein bisschen mehr deinen Fokus. Die Karte kommt nämlich oft, wenn wir plötzlich in eine Art Tunnel reingeraten könnten und dann kann es sein, dass wir vielleicht Chancen oder wichtige Impulse nicht wahrnehmen. Also auch wenn du das Thema Karriere hast, mach auch ein bisschen Platz zum Thema Gesundheit zum Beispiel oder Thema Liebe. Wenn du das Thema Liebe hast, mach auch Platz für das Thema Selbstverwirklichung. Also dich nicht nur auf etwas stur fokussieren, weil sonst bekommst du wie eine Art Tunnelblick oder du gehst ins energetische Klammern und dann kann es nicht fließen. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Steinbock, im Monat Mai? Der Wagen, Krebsenergie. Es geht vorwärts. Etwas nimmt Fahrt auf. Es kann auch sein, dass jemand auf dich zukommt. Es gibt Chance für Liebe, Chance für Erfolg, aber du musst wahrscheinlich kleinere Entscheidungen treffen, mehrere kleinere Entscheidungen treffen. Rechts, links, geradeaus, Gas, Bremse. Übernimm die Verantwortung über dein Leben und über dein Handeln. Das ist jetzt ganz wichtig im Monat Mai. Hab keine Angst, das Steuerrad in den Händen zu halten. Also gib das nicht ab, sondern du darfst vorwärts gehen. Eventuell könnte auch das Thema Umzug oder auch das Thema Reise ein Thema sein. Schauen wir mal. Der Wagen. Ja, hier kommt was Großes. Hier kommt ganz schnell was auf dich zu. Also Chance für wirklich Liebe oder Erfolg, was auf dich zukommt. Aber du brauchst wie dieses Commitment, also das heißt dieses Vertrauen und auch bereit sein, dass du jetzt das empfangen darfst und dass du auch die Verantwortung dazu tragen darfst. Also keine Angst haben. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung?
könnten auch wichtige Nachrichten sein. Ja, dem Fluss des Lebens zu vertrauen, Wendungen zu vertrauen, vielleicht Situationen zu vertrauen, die vielleicht unerwartet kommen. Das fällt dir vielleicht manchmal ein bisschen schwer, also ist ein bisschen schwierig, sehe ich für dich. Auch Zeichen vielleicht zu erkennen oder denen zu vertrauen. Vertrau Zeichen mehr. Nimm das mehr wahr. Auch Begegnungen, die auf dich zukommen, Gespräche, die auf dich zukommen, weil das Schicksalsrad kündigt immer an, dass eine Wendung im Leben jetzt kommt und dass man da wirklich auch mehr ins Fließen kommen darf und dass das einem erfüllt, wenn man sich darauf einlässt natürlich. Dafür braucht es aber Vertrauen ins Leben. Wenn man sich nicht darauf einlässt, dann fühlt sich das Leben an wie gegen den Strom schwimmen. Das heißt, hier könnten wirklich auch wichtige Gespräche kommen, Begegnungen, die du aktiv wahrnehmen sollst. Nimm es nicht einfach nur als Zufall wahr. Es kann sein, dass vielleicht durch ein Gespräch etwas gesagt wird, was bei dir einen Impuls auslöst. Und dieser Impuls ist vielleicht wichtig. Es können ja unterschiedliche Dinge sein. Schauen wir mal, es könnte auch um eine Seelenverbindung gehen, muss aber nicht. Ja, irgendetwas, was du liest oder was du hörst oder ein Gespräch, was du führst, ist vielleicht wichtiger, als du denkst. Viel, viel wichtiger, als du denkst. Und da ist einfach wichtig, dass du die Wahrheit sprichst aus dem Inneren heraus. Und das wird aber als Herausforderung angezeigt. Vielleicht auch mehr deinen künstlerischen inneren Ausdruck leben, das kreative Leben, vielleicht das Thema Berufung. Schauen wir mal, was kommt sonst noch auf dich zu, Steinbock. Zwei der Kelche, oh, 9 der Kelche, oha. Die mäßig, ja, ich sehe schon, dass etwas hier Schicksal ist, also vertrau dem Schicksal mehr. Vertrau dem Schicksal viel, viel mehr, es ist auf deiner Seite. Ich sehe hier verbundene Herzen, also falls du Single bist, könnte hier eine Begegnung kommen, die wunderschön ist. Wo du wirklich fühlst, dass da eine tiefe Verbundenheit ist. Und ich sehe auch hier, dass das Glück da liegt. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es vielleicht es zeigt sich mir so, dass wie noch etwas im Weg ist, was man noch lösen muss. Das kann auch ein äußeres Thema sein. Und dafür braucht es aber ein bisschen Flexibilität. Vielleicht auch da nicht nur auf das Problem fokussieren, sondern auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das Problem umgehen kann. Kann sein, dass man da einen Kompromiss braucht. Es kann auch um eine Distanz gehen und dass es einen Kompromiss braucht. Vielleicht auch nicht die Lösung, die ihr im Kopf habt oder die du im Kopf hast oder dein Gegenüber ist die Lösung, sondern eine andere ist die Lösung. Ein Mittelweg, ein anderer Weg führt zur Lösung. Falls da irgendein Thema wäre, zwischen dieser Verbindung. Aber ich glaube, man kann es lösen, wenn man einfach offen ist. Wenn man dem Ganzen vertraut und nicht ins Stocken kommt. Also hier wirklich große Chance für tiefe Verbindung. Beruflich gesehen sehe ich hier auch Chance für einen Vertrag. Vor allem, wenn du beruflich auf etwas, also wenn du etwas Neues suchst. Und auch hier sehe ich, dass dieser Vertrag, das kann aber auch ein Versprechen sein. Zweiter Kelch ist auch immer ein Versprechen an sich selbst, was dich näher zu deinem Glück führt. Aber es ist mit einer Art Kompromiss verbunden. Das heißt, es kann sein, dass du deinen Traumjob findest oder deinen Traumjob ausüben kannst, was dich glücklich macht. Aber es ist wie mit einem Kompromiss eben. Hat wie eine Art Haken noch. Aber es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Es ist eigentlich so ein Pipifax-Ding. Aber du brauchst eine gewisse Offenheit. Sei offen, es lohnt sich. Sag nicht nein nur wegen dem kleinen Kompromiss. Es muss noch nicht perfekt sein. Ich habe das Gefühl, das führt dich zu etwas Größerem nachher.
Das ist eher der Anfang von etwas Größerem oder zu einer anderen Möglichkeit. Das ist noch nicht das Endziel. Also sehe es nicht als Endziel. Aber höre eben ganz stark auf dein Gefühl. Schauen wir mal, 2. Kelche. Ja, ich sehe, dass du eventuell hier eben eine Tür schließt, dass hier wie ein neues Kapitel startet, Liebe und Beruf. 9. Kelche, du kommst einem Wunsch nahe, also einem Wunsch auch bezüglich Geld, bezüglich innere Fülle oder dass es etwas leichter ist, dass der Beruf sich leichter anfühlt zum Beispiel oder das, was du tust. Ich sehe auch, dass man in der Liebe sich von der Mangelenergie entfernt. Das ist sehr, sehr schön. Warum die Mäßigkeit? Das ist eben dieser kleine Haken da. Das ist aber nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Ja, lass dich nicht beirren. Es kann sein, dass dieser Haken da ein bisschen Zweifel aufruft, aber lass dich nicht verwirren. Weil es ist wirklich nur etwas Kleines und man braucht eine Offenheit, Flexibilität und dann kann man das lösen, umgehen oder einen Mittelweg finden. Aber nicht stur auf deine Wahrheit, also auf diesen Weg beharren. Du darfst schon ausdrücken, was du dir wünschst, das auf jeden Fall, aber nicht so egomäßig oder so ein bisschen darauf beharren, sondern es ist wichtig, eine Art Mittelweg zu finden. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, Steinbock? 3 der Stäbe. Fokus auf dein Ziel. Fokussiere dich auf dein Ziel. Was ist wirklich dein Ziel? Vielleicht wirklich dein übergeordnetes Ziel, deine Vision. Und stimme deine Entscheidungen immer mit dieser Vision ab. Finde auch immer wieder heraus, welcher Weg ist der beste, um zu dieser Vision zu gelangen. Es kann sein, dass vielleicht du in diesem Jahr sagst, dieser Weg ist der beste und im nächsten Jahr ist es vielleicht aber ein anderer Weg und dann darfst du eine Abzweigung nehmen. Also nicht dich für einen Weg entscheiden und dann muss es für immer dieser Weg sein. Das nicht. Was liegt im Schatten? Wo hast du vielleicht zu wenig den Fokus? Wo darfst du vielleicht mehr den Fokus halten? Der Hohepriester. Mehr auf, ich nehme ganz stark wahr, vorausschauender. Also beruflich gesehen vor allem mehr vorausschauend. Oder so ein bisschen wie wenn du Schach spielst. Kann es schon sein, dass der erste Zug vielleicht nicht so prickelnd ist. Aber du schaust ja, oder die Schach spielen können, die gut spielen können, die schauen ja schon mehrere Züge und Möglichkeiten im Voraus. Und so ist das gemeint. Schau mehr im Voraus schauen, aber mit einer Offenheit. Weil Dinge können sich ja ändern. Du kannst ja nicht kontrollieren, wie andere das Leben leben wollen. Du kannst nur schätzen. Also handle nicht kurzfristig oder kurzsichtig, sondern vorausschauend. So ein bisschen langfristig überlegen, was dient mir langfristig. Nicht kurzfristig, sondern langfristig. Der Hohepriester kann eventuell auch eine Aufforderung sein, lieber Steinbock, dass du entweder jetzt bereit bist, ein Wissen zu erlangen oder falls du schon Wissen und Erfahrungen vor kurzem erlangt hast, dass es an der Zeit ist, dass du es weitergeben kannst. Einfach falls das dein Thema ist. Ansonsten ist das auch die Beziehungskarte. Also hier Fokus auf Beziehung. Falls du hin und her schwankst, soll ich Single sein oder lieber eine Beziehung führen, Fokus auf Beziehung wird angezeigt. Nicht auf Husch Husch, sondern Fokus auf das ewige Glück. Nicht auf das schnelle und kurze Glück, auf das ewige Glück, weil das hast du ja verdient. Dann haben wir hier noch Bube der Münzen. Ist noch interessant, ein Impuls, den du hast,
Er ist aber nur kurz da. Es kann auch eine Idee sein, ein Impuls oder vielleicht eine kurze Begegnung. Könnte vielleicht wichtiger sein, als du denkst. Gib dem mehr Raum, dass es sich dir ein bisschen mehr zeigen darf. Ja, mein lieber Steinbock, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.